Zu dieser Gruppe gehören mehrere Unternehmen, allesamt Digitaldruck, Print on Demand. Und an diesem Standort sind wir jetzt 2,5 Jahre. Das Unternehmen besteht seit jetzt knapp 20 Jahren, dass wir von null gegründet haben, mit einer Maschine angefangen und sind jetzt mittlerweile bis auf 96 Mitarbeiter angewachsen, worauf ich natürlich sehr stolz bin. Ja. Wir haben mehrere Unternehmen, die zur Schwabenprint-Gruppe gehören. Unter anderem sind wir deutschlandweit verteilt. Mittlerweile sind es 5 Kapitalgesellschaften, die sich auf den einen Zweck spezialisiert haben, und zwar Digitaldruck. Und da sehen wir eine Riesenchance für die nächste Zeit und hoffen natürlich, dass bald die Corona-Restriktionen aufgehoben werden, sodass wir endlich mal unser Leistungspotenzial entfalten können. Ja. Wir hatten mit unseren Kunden sehr, sehr viel Glück gehabt, sodass wir auf eine Branche gesetzt haben, die sehr stark gewachsen ist. Und das hat uns sehr, sehr viel gebracht, durch die Corona-Zeit durchzukommen. Und da fühlen wir uns sehr verbunden diesen Kunden gegenüber. Und diesen gegenseitigen Respekt, glaube ich, erfahren wir auch von unseren Kunden, sodass eine super Zusammenarbeit hierbei entstanden ist. Ja. In unserem Bereich definitiv. Jede Krise birgt auch Chancen und das ist wirklich auch zu nehmen. Auch bei uns, sodass wir jetzt natürlich im Bereich Print on Demand sehr gut punkten konnten. Die Kunden sind auf sehr kurze Lieferzeiten und Produktionszeiten jetzt während der Corona-Zeit angewiesen gewesen und da liegen unsere Stärken in diesen Bereichen extrem weit oben. Ja. Definitiv, ja. Also das, worauf wir uns jetzt spezialisieren, auf Druck von Büchern, Bankenwesen, Schulungsunterlagen. Ich denke, dieser Bereich wird sich verändern, im Besonderen im Educating-Bereich. Aber es wird immer noch eine Alternative sein zu all den neuen Medien. Das heißt, wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern wir sehen uns als eine gute Alternative und eine gute Ergänzung dazu. Wir versuchen uns durch den Zukauf von anderen Unternehmen natürlich auf breitere Beine zu stellen, wobei wir darauf achten, dass wir das dazu kaufen, wovon wir auch Ahnung haben und was wir gut verstehen, das, was uns gut ergänzt. Wir konzentrieren uns auf Schwerpunkte, wir bleiben bei unserem Geschäftsbereich und möchten keine Experimente wagen. Wir versuchen in dieser Corona-Zeit natürlich auch durch solche Ergänzungen uns besser aufzustellen, um sicherer zu sein für die Arbeitnehmer und für unseren Geschäftszweck. Ja. Also ich sehe für den Digitaldruck eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil wir mehr und mehr Kundschaft bekommen, die aus dem Offsetdruck kommen, weil sie eben diese Flexibilität schätzen, wobei wir auch kostentechnisch, wirtschaftlich sehr konkurrenzfähig sind, zum Teil auch günstiger sind und deswegen sehe ich da weniger Konkurrenz. Ich merke auch, dass während der Corona-Zeit auch die Marktmitbegleiter eher zusammengewachsen sind, weil wir sehen, dass ein Miteinander eher uns nach vorne bringt, als dieses Gegeneinander zu arbeiten. Das merken wir bei der Papierbeschaffung, weil jetzt nämlich auch die Rohstoffverknappung deutlich eingetreten ist und wir helfen uns gegenseitig aus. Das finde ich sehr gut. Bottleneck versuchen wir zu beseitigen. Im Moment besteht unser Bottleneck, ein Flaschenhals sozusagen im Bereich des Drucks. Wir haben jetzt das Glück gehabt, Horizon als Partner für uns zu bekommen, weil sie entsprechend sehr flexibel sind. Sie gehen auf sämtliche Herausforderungen ein. Und im Moment ist es wirklich so, dass wir bei der Weiterverarbeitung extrem effizient geworden sind, sodass wir jetzt planen, weitere Drucksysteme anzuschaffen, um diesen Flaschenhals zu beseitigen sozusagen. Was uns dazu bewogen hat, für diese Produktionslinie ein Investment zu tätigen, waren einige Aspekte. Zum einen der wirtschaftliche Aspekt, die Flexibilität und wir konnten unsere Arbeitskräfte extremst entlasten. Das Produkt, das wir jetzt auf dieser Buglinie herstellen, dazu hatten wir bis jetzt 3 bis 4 Mitarbeiter benötigt. Diese Mitarbeiter waren extrem körperlich ausgelastet. Mit dieser Linie konnten wir neue Kapazitäten schaffen. Die Mitarbeiter sind für überwachende Tätigkeiten nun zuständig und somit können wir auch
die Produktionszeiten besser auslasten und die Mitarbeiter entlasten. Es gab noch andere Möglichkeiten, andere Alternativen, die wir natürlich angeschaut haben von Hunkala oder von anderen Maschinenherstellern. Aber das Gesamtkonzept hat gepasst. Das heißt, vor der Signatur haben wir schon uns natürlich eine Marktübersicht verschaffen und viele Maschinen verglichen. Aber vom Konzept her und von der Zusammenarbeit, vom Menschlichen hat es einfach am besten gepasst mit Horizon. Und da bin ich nach wie vor davon überzeugt, sodass unsere zukünftigen Entscheidungen, was Investitionen angeht, auf jeden Fall mit Horizon stattfinden werden. Ja, es ist wirtschaftlich eine sehr gute Entscheidung gewesen. Wir sind ganz autonom, das heißt, wir gehen Richtung Digitalisierung vom gesamten Betrieb komplett. Und für mich ist es sehr entscheidend, dass wir mit den Kapazitäten der Mitarbeiter effizienter umgehen können, dass wir besser planen können und wegen Ausfallzeiten, wegen Corona. Das heißt, wir können viel autarker arbeiten und somit schaffen wir auch für den Kunden eine gewisse Flexibilität und Sicherheit, dass wir auch zur Not auch mit ganz wenig Personal mit Horizon-Maschinen arbeiten können. Und das hatten wir davor uns nicht so einfach vorgestellt, wie es wirklich ist. Wir sehen die Zukunft sehr positiv, definitiv, weil wir einfach mit Leidenschaft arbeiten, mit sehr guten Partnern zusammenarbeiten. Die Kunden sind sehr zuverlässig und deswegen, wenn wir uns weiterhin so entwickeln, wie wir das die letzten 20 Jahre getan haben, freue ich mich einfach darauf. Ja.